Was würde eigentlich passieren, wenn morgen niemand mehr neues Geld drucken dürfte? Weder EZB noch FED noch sonst wer. Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir echtes, hartes Geld hätten, also eine Währung, die nicht beliebig vermehrt werden kann? Würden dann wirklich alle Arbeitsplätze verschwinden und die Wirtschaft zusammenbrechen? Oder könnte ein deflationäres Umfeld sogar ziemlich angenehm sein? Warum werden uns immer nur die Horrorszenarien gezeigt und nie die möglichen Vorteile? Und wie würde sich dein eigenes Leben verändern? Deine Ersparnisse, deine Schulden, dein Konsumverhalten? Bleib dran, ich zeige dir heute eine andere Perspektive, die ich mir über Jahre selbst erarbeitet habe. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung, mit unterhaltsamem Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir mal wieder eine Runde Brotato, bei dem wir uns als Kartoffel gegen immer stärkere Angriffswellen von Aliens zur Wehr setzen und dabei looten und leveln. Ein Heidenspaß auf der Jagd nach immer besserem Equipment. Dieses Mal nicht als Ritter mit vielen Nahkampfangriffen, sondern als Ingenieur, der sich mit Geschützstürmen, Technik und damit auch hauptsächlich Fernangriffen spezialisieren konnte. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Das heutige Thema wird sein hartes Geld und Deflation. Warum das gar nicht so schlimm wäre, wie man uns immer erzählt. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Wenn du also größere finanzielle Entscheidungen treffen möchtest, hol dir einen unabhängigen Finanz- und Steuerberater. Okay, jetzt geht's los. Also, was würde eigentlich passieren, wenn es ab morgen kein Gelddrucken mehr gäbe? Also echtes, hartes Geld, fixe Menge, keine Zentralbank, die nach Belieben mehr erschaffen kann. Wie könnte das Leben in einem solchen deflationären Umfeld aussehen, ohne dass gleich alle in die Depression abrutscht, wie uns immer erzählt wird? Das ist eine meiner Lieblingsgedankenexperimente geworden, weil es zeigt, wie sehr unser Denken schon vom jetzigen System geprägt ist. Stell dir vor, die Welt wechselt auf eine Währung mit fester Obergrenze, sagen wir Bitcoin als Weltreservewährung oder ein neuer Goldstandard 2.0. Geldmenge wächst nur noch sehr, sehr langsam, zum Beispiel durch neue Goldfunde oder den Bitcoin-Halving-Effekt. Oder bleibt sogar komplett fix. Die reale Wirtschaft wächst aber weiter, durch Technologie, bessere Prozesse, mehr Menschen, mehr Effizienz. Was passiert dann mit den Preisen? Preise fallen tendenziell. Nicht dramatisch von einem Tag auf den anderen, sondern ganz langsam, vielleicht 1-4% pro Jahr. Denn Geld wird mit der Zeit mehr wert. Ein neues iPhone zum Beispiel, das heute 1200 Euro kostet, kostet in 5 Jahren vielleicht nur noch 950 Euro. Bei gleicher oder sogar besserer Qualität. Dein Monatsgehalt von, sagen wir mal, 4000 Euro fühlt sich jedes Jahr ein kleines bisschen stärker an. Hierzu kann man euch auch wärmstens das Buch von Jeff Booth, Der Preis der Zukunft, ans Herz legen. Hier wird das ganze Thema Deflation durch technologischen Fortschritt nochmal sehr detailliert ausgearbeitet und dargelegt. So, was die Deflation nun für ein normales Leben bedeuten könnte. Erstens, Sparen wird wieder sexy. Du brauchst keine Aktien und Immobilien mehr, nur um nicht zu verlieren. Bargeld oder Festgeld unter der Matratze wird jedes Jahr real wertvoller. Das motiviert die Leute wieder zu sparen. Und das ist der Treibstoff für echtes Kapital. Zweitens, jetzige Inflationsschutzobjekte kehren zu ihrem Nutzwert zurück. Das wird insbesondere für Immobilien, Luxusgüter wie Uhren und teure Autos gelten. Wenn ein Rentner mit viel Kapital nicht in diese Anlageklassen sparen muss, sondern in seinem Geld, fallen die Preise in diesen Anlageklassen deutlich. Drittens, Kredite werden teurer und seltener, weil Kreditgeber wissen, wenn Preise fallen, wird das geliehene Geld schwerer zurückzuzahlen. Die Zinsen müssen also höher sein, um das Risiko auszugleichen. Die meisten Menschen würden nur noch für wirklich wichtige Dinge Kredit aufnehmen.
zum Beispiel ein Hausbau oder eine wichtige Ausbildung, nicht mehr für Konsumkram. Das klingt erstmal hart, aber es würde die gigantische Verschuldung eindämmen, die wir heute so haben. Viertens, die Löhne fallen nominal, steigen aber real. Firmen müssten nun nominal zwar immer weniger zahlen, weil es günstiger wird, aber weil deine Ausgaben noch stärker sinken, hast du real mehr übrig. Zum Beispiel, dein Nettogehalt sinkt, sagen wir mal, von 3.000 auf 2.800 Euro. Aber Miete, Essen, Strom und Auto kosten 20-30% weniger. Du lebst also definitiv besser. Zudem ist eine Reduktion des Lohns vom Arbeitgeberseite sehr, sehr schwer durchzusetzen, weil es immer zu Unmut führt. Außerdem muss der Arbeitgeber aktiv werden und nicht du selbst und jedes Jahr um mehr Lohn betteln. Das ist ein grandioser Vorteil. Fünftens. Innovation wird noch viel wichtiger. Weil man mit reinem Sparen schon gewinnt, müssen Unternehmen richtig gute Produkte bauen, um Leute zum Ausgeben zu bewegen. Somit gibt es noch mehr Druck für echte Verbesserung statt nur Marketing-Tricks. Und sechstens, keine Boom- und Bust-Zyklus mehr durch diese Kreditexpansion. Heute haben wir alle 7 bis 10 Jahre eine Krise, weil Kredit viel zu leicht zu bekommen ist, was wiederum zu Blasen führt, die dann natürlich platzen müssen. Bei hartem Geld gäbe es solche künstlichen Superbooms nicht mehr, dafür aber ein ruhigeres, stetigeres Wachstum. Warum wird uns das nun immer als Horrorszenario gezeigt? Nun ja, weil das jetzige System auf Schulden basiert. Staaten, Banken, große Konzerne, alle profitieren massiv von der Möglichkeit, neue Schulden zu machen und alte mit entwertendem Geld zurückzuzahlen. Deflation wäre für sie Gift, weil Schulden real schwerer werden. Deshalb wird Deflation in den Medien und Lehrbüchern fast nur mit der großen Depression assoziiert, obwohl die damals durch ganz andere Faktoren, zum Beispiel Bankenzusammenbrüche, Handelskriege und falsche Politik, im Vorfeld so katastrophal wurde. Wie könnte nun ein gesundes deflationäres Umfeld wirklich aussehen? Nun ja, deine Ersparnisse wachsen von allein. Du musst also nicht zwingend riskant investieren und damit vielleicht Geld verlieren. Die meisten Menschen könnten weniger Stunden arbeiten, weil die Produktivität so stark gestiegen ist. Technologie macht Dinge immer günstiger und somit würde das zu mehr Wohlstand für uns alle führen. Außerdem hätten wir weniger Konsumrausch, mehr Fokus auf Qualität und Langlebigkeit. Das sehen wir auch bei vielen Dingen aus der Zeit des Goldstandards, welche noch bis heute gehalten haben. Außerdem hätten wir weniger gigantische Staatsschulden und somit auch weniger Zwang zur Steuererhöhung oder Inflation. Und wir hätten mehr echte Freiheit für den Einzelnen, weil Geld nicht ständig entwertet werden muss. Aus meiner eigenen Erfahrung dazu, früher habe ich Deflation als Horrorszenario gesehen, weil ich das in der Uni und in den Medien so beigebracht bekommen habe. Dann habe ich angefangen, die Zahlen der Vergangenheit anzuschauen. 1817 bis 1914, der klassische Goldstandard wie im letzten Video, gab es ein reales Wirtschaftswachstum und leichte Deflation. Und das war eine der wohlhabendsten Phasen der Menschen. Das hat mich total umgehauen. Sie wurde nicht umsonst als die Belle Epoque bezeichnet. Seitdem versuche ich, einen Großteil meines Vermögens so zu halten, dass er in einer deflationären Welt gewinnt. Bitcoin, physisches Gold, liquide Mittel in stabilen Währungen. Manchmal ein paar Qualitätsaktien von Firmen, die echte Innovationen treiben. Und hier ein kleiner Roguelike-Vergleich. Inflation ist wie ein permanenter Debuff, der deine Stats langsam aber kontinuierlich runterschraubt. Deflation wäre ein passiver Buff. Du wirst mit der Zeit stärker, ohne etwas tun zu müssen. Hartes Geld wäre wie ein Run, in dem du keine neuen Items mehr bekommst, aber die du schon hast, werden mit jedem Level immer wertvoller und stärker. Ein paar praktische Tipps, die mir geholfen haben. Halte immer einen Teil deines Vermögens in knappen Assets, insbesondere Gold und Bitcoin. Reduziere deine Konsumschulden radikal, die werden in einer Deflation zu einer Last.
Investiere in Humankapital und Netzwerke. Die können nicht einfach entwertet werden. Und denke langfristig. Spare nicht nur für die Rente, sondern baue ein Vermögen auf, das auch ohne ständiges Gelddrucken wächst. Kurz gesagt, ein hartes, deflationäres Geldsystem wäre für Sparer und produktive Menschen ein Traum. Für hochverschuldete Staaten und Banken natürlich ein Albtraum. Und genau deshalb wird uns immer nur die Schreckensversion erzählt. Staaten werden alles tun, damit dies nicht in naher Zukunft eintritt. Aber auch hier kommt wieder Bitcoin ins Spiel. Niemand kann es stoppen, auch wenn sie es wollten. Ein schönes Zitat gibt es dafür von Friedrich August von Hayek. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein gutes Geld haben werden, bevor wir die Sache nicht aus den Händen der Regierung nehmen. Das heißt, wir können es ihnen nicht gewaltsam aus den Händen nehmen. Alles, was wir tun können, ist durch einige raffinierte Umwege etwas einzuführen, das sie nicht aufhalten können. Das klingt für mich verblüffend nach Bitcoin, obwohl sie zwischen Zitat und Bitcoin-Einführung gut 35 Jahre liegen. Was denkst du? Würdest du in einer Welt leben wollen, in der dein Geld von Jahr zu Jahr mehr wert wird? Auch wenn nominale Löhne sinken könnten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, somit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann. Da wir nun wieder bei einem bekannten Spiel angekommen sind im Hintergrund, schreibt mir gern, ob wir weiter rotieren sollten oder mal eine Weile bei einem Spiel bleiben sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.